0% Finanzierung. Ja, bei WeCycle sind wir in St. Wendel. St. Wendel liegt im Saarland, ziemlich weit nördlich im Saarland, so muss man das sagen, mit einer eigenen Bundesstraßenanbindung, hoffentlich bald mit einer Autobahn, sage ich jetzt mal. Ja, du bist hierher gezogen, du bist seit einem Jahr da, du hast ein Fahrradgeschäft übernommen. Richtig, genau. Wir haben Kunibert Bock übernommen gehabt und vielen vielleicht noch auch bekannt, vorne auf der Ecke, wo jetzt die Firma Boost ist, wo es jetzt leckere Brötchen gibt und Kaffee. Und ja, seit dem letzten Jahr sind wir hier, ein bisschen vergrößert. Du hast auch neu gebaut, muss man sagen. Wir sind nämlich neben der Shell-Tankstelle. Hier ist die Carwash. Und der schöne Vorteil, du hast einen großen Parkplatz, man kann hier schön Probe fahren. Genau, wir haben viel Fläche, wo man wirklich auch die Räder ausprobieren kann. Das ist für uns immer einfach wichtig, dass die Kunden die Räder probieren können, so wie wir das jetzt dort auch sieht, damit man einfach auch das passende Fahrrad findet. So ist es, ja. Wir zeigen heute mal eine Klasse in der 0% Finanzierung. Die geht noch bis zum 30.06.2019. Das sogenannte Citybike mit einem extrem steifen und stabilen Tiefeinsteigerrahmen, aber mit ganz vielen Funktionen. Unter anderem, haltet euch fest, einem Rücktritt als E-Bike. Da habe ich schon gedacht, das gibt es nie wieder. Doch, das war früher schon immer ein Thema gewesen, dass es nicht funktioniert hatte mit den Mittelmotoren. In dem Fall funktioniert es jetzt aber mit dem Bosch-Antrieb. Die Town-Serie ist eine Serie, die es bewusst sehr stark als Tiefeinstieg gibt. Es gibt zwar auch hier immer noch die klassischen Damen- und Herren-Varianten, aber für uns ist diese Serie wirklich interessant als Tiefeinstieg. Wir haben einen sehr, sehr niedrigen Rahmen von der Bauform her. Das heißt also, die Einstiegshöhe hier ist sehr, sehr gering und auch mit einer gewissen Breite, um wirklich da auch entspannt, gerade wenn wir auch einen Mann haben mit Schuhgröße 46, 47, der dann auch entspannt noch seinen Fuß da durchkriegt, ein wirklich komfortables Rad hat. Hier haben wir den Akku nach hinten versetzt. Oftmals sehen wir den Akku wie früher hinten auf dem Gepäckträger oder vorne dran oder mittlerweile auch integriert. Die Cityräder haben den Akku oftmals nach hinten versetzt. Das sehen wir auch bei verschiedenen anderen Herstellern. Das ist unglaublich schick, muss ich sagen. Also die Integration von dem Akku ist sehr gelungen. Der Radstand wird dadurch etwas länger, bringt aber den Vorteil, dass das Rad laufruhiger wird. Das heißt also gerade im City-Bereich oder so oder auf längeren Wegen ist das Rad einfach fahrstabiler und bietet für denjenigen halt mehr Sicherheit. Genau, wenn du mal so lieb bist, der Rahmen ist vielleicht ein Ticken zu klein für dich oder auch nicht, müssen wir gleich mal gucken. Aber wenn du einfach mal mitfährst, dass man es mal sieht, das ist der Tiefeinsteiger. Sie haben es eben schon gesehen, Tiefeinstieg, weil der Nico nämlich tief einsteigen kann. Und er fährt jetzt mal hier rum. Es ist unglaublich wendig. Ja. Die Laufradgröße ist hier 28? Wir haben immer 28 Zoll. 28 Zoll haben wir hier. Das heißt, es ist ein ordentliches Rad, was also auch Bodenunebenheiten unglaublich gut wegschluckt. Viel, viel besser wie ein 26er oder ein 27,5. Das heißt, je größer das Laufrad, desto schöner ist das Wegschlucken. Ja, also es rollt einfach besser, ne? Das ist der größere Vorteil des großen Laufrads. Aber wir haben auch immer natürlich den Punkt, kleine Personen, so knapp über 1,50 oder so, wo wir oftmals keinen passenden Rahmen finden und dann gezwungen sind, auf einen 26 Zoll zu gehen. Mit, sage ich mal, Rahmengröße 46 oder 48, weil kleiner macht es der Hersteller nicht. Hier in dem Fall gehen wir runter bis Rahmengröße 42. Und das bedeutet halt wirklich, dass wir dort eigentlich fast jede Person draufkriegen. Wirklich knapp über 1,50 ist also dort kein Problem. So ist es, ja. Es gibt was ganz Tolles, also da ist der Motor drin. Das ist jetzt, was für ein Bosch-Motor ist denn da drin? Wir haben in dem Fall jetzt den Active Plus. Ja. Das heißt also, der Motor selber hat auch keinen direkten Widerstand mehr. Okay, das bedeutet, wenn ich über 25 fahre, es regelt ja ab bei 25 der Motor. Oder ohne Unterstützung fahre. Dann spürt man den Motor nicht. Richtig, genau. Gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Und das ist bei Bosch aber nicht üblich. Nein, die stärkeren Motoren können das nicht. Aber der Active Plus war jetzt der erste, der es halt kann. Und dann gucken wir mal, was die Zukunft noch mit sich bringt. So, ich schaue mal kurz. Ja, wir haben 0% Finanzierung. Da vorne steht das Schild. Und dann können Sie dieses Fahrrad hier für sage und schreibe 33,31 € mal 36 Monate. Also es ist einfach der Verkaufspreis durch 36 geteilt finanzieren. Alles, was Sie brauchen, ist ein Personalausweis und eine EC-Karte. Richtig, genau. Also es geht ganz unkompliziert. Wir brauchen ungefähr eine Viertelstunde für den Antrag. Und wenn die Finanzierung genehmigt ist, kann der Kunde, sofern das Rad auch direkt da ist, auch sogar direkt mitnehmen. Ja, ihr habt unglaublich viele Fahrräder da. Sehr, sehr schön so kleine Details. Hier ist zum Beispiel alles hier geschlossen. Also das Einklemmen von der Hose ist quasi unmöglich.
das geht hier auf keinen Fall mehr. Also wir haben wirklich einen komplett geschlossenen Kettenkasten. Selbst hier oben in dem Bereich, wo nichts mehr dazwischen geht, ist alles dicht. Das ist halt auch wichtig. Gerade die Kundschaft fährt wirklich eher mit klassischer Kleidung, mal schnell zum Einkaufen oder sowas. Und dafür ist das Rad auch ausgelegt. Wirklich für die City, für... Ich kann aber auch eine schöne Tour fahren. Das läuft klar. sehr gut. Das geht natürlich genauso. Aber der Kettenkasten hat halt einfach den Effekt, ich kann mit meiner klassischen Kleidung, gerade eine Hose ist unten immer ein bisschen weiter, es verfängt sich nichts und das bietet halt natürlich schon einen großen Vorteil. Ja, was auch ziemlich stark ist, ist hier die Lage der Bremse. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist gut gemacht. Ja, die liegt jetzt einfach konstruktionsbedingt dort unten, weil wir hier natürlich auch den Akku sitzen haben. Irgendwo muss die Leitung ja auch entlang laufen und in dem Fall ist das also auch kein Problem. Wir haben hier eine Magura-Bremsanlage. Hydraulisch, muss man sagen. Hydraulisches System als Felgenbremse. Auch diese Bremse gibt es schon 20, 30 Jahre, also die funktioniert tadellos. Unvorstellbar. Also das ist das Hydraulische, also es ist kein Seilzug, es ist eine Bremsflüssigkeit mit drin und die packt so gnadenlos zu. Wo ist denn der Hauptvorteil? Die Bremsflüssigkeit dehnt sich, glaube ich, nicht, oder? Also wir haben hier ein Mineralöl drin, wir haben keine direkte Bremsflüssigkeit. Das heißt, ich muss also auch nicht wie beim Auto, wo man das kennt, alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit wechseln. Das entfällt hier komplett. Der Hersteller bietet selber schon 5 Jahre Garantie vorneweg auf Dichtigkeit. Also das spricht natürlich auch für sich, für das Produkt. Es ist mit eins der ausgereiftesten Produkte im Bremsenbereich. Wir haben hier auch eine Bremsanlage, die einen etwas längeren Hebel hat. Das heißt also, ich kann hier auch wirklich mit mehreren Händen greifen. Unterschied hier auch, durch den Rücktritt haben wir jetzt 3 Bremsanlagen. Ach, der Rücktritt ist ja nochmal extra. Der Rücktritt ist ja nochmal extra. Man kennt das eigentlich eher von früher, die Vorderradbremse und dementsprechend dann halt auch die Rücktrittbremse. Ich würde dich mal bitten, fahr mal und mach mal den Rücktritt. Ich habe das ja so lange nicht mehr gesehen, beim E-Bike ja schon sowieso nicht. Das heißt, du bremst jetzt vorne nicht. Genau, wenn du mal gerade die Finger wegnimmst von der Bremse. Genau, er bremst jetzt nicht und jetzt bremst mal. Und der Rücktritt funktioniert. Ja. Wie früher, als ich 12 war. Richtig, nur der Unterschied ist, dass ich weniger Gefühl im Bein habe. Das heißt, ich kann die Bremse eigentlich viel schlechter dosieren. Nur derjenige, der jetzt, sage ich mal, 70 Jahre alt ist und sagt, ich bin mein ganzes Leben lang Rücktrittbremse gefahren, das ist wie mit dem Auto. Ich bin immer Automatik gefahren und soll dann Handschalter fahren. Das heißt, auch wenn ich jetzt nicht immer Rücktritt gefahren bin, ich kann sie trotzdem nutzen. Außerdem, man kann ja auch mit der Zeit, merkt man ja, wie sie bremst. Genau, also die Bremsleistung ist natürlich im Vergleich zu früher auch deutlich besser geworden, aber ich habe einfach viel mehr Gefühl in der Hand und kann eine Bremse einfach deutlich besser dosieren dort mit. Deswegen auch gerade bei den Rücktrittmodellen immer 2 Handbremsen. So, jetzt können wir noch was Tolles zeigen. Der Gepäckträger ist nämlich ein Systemgepäckträger. Wir haben jetzt mal eins, wenn du mal oben die rausnimmst, mal die Tasche. Da haben wir nämlich eine Tasche in der Tasche gemacht. Sieht der nicht schick aus? Und der ist natürlich nicht dabei, leider muss man sagen, aber es ist ein System von welchem Hersteller? Das ist von Ragtime. Wir bieten hier im Prinzip das passende System direkt auf dem Rad an sich. Das heißt, über dieses Schienensystem kann ich den Träger eigentlich direkt abnehmen. Genau, wenn du mir mal zeigst. Ja. Diese Zapfen, die gehen genau in diese Führung hier mit rein. Sowohl dort und dort. Und das klickt einfach rein. Genau, ich setze es nochmal drauf, schiebe es nach vorne und jetzt sieht man hier den Klick. Stark. Also das ist wirklich sehr toll. Und ich kann also alles mitnehmen. Oben habe ich sogar einen Griff. Ich habe einen Einkaufskorb. Richtig, genau. Das ist eigentlich der Effekt, den man damit erzielen möchte. Hier noch mit einem schönen Silikon drumherum, dass er wirklich angenehm ist vom Griff her, dass ich nicht den Draht direkt in der Hand habe. Es gibt aber nicht nur die Möglichkeit, Körbe zu verwenden, sondern wir haben hier auch den Fall, wenn man sagt, ich hätte ganz gern lieber eine Tasche, die gleiche Möglichkeit. Sie ist jetzt falsch eingestellt, sie ist schmal eingestellt. Sie ist schmal eingestellt. Kann man im Prinzip in 2 Positionen verändern und dann würde die genauso fixiert werden, wie der Korb schlussendlich dann. Okay, das heißt, ich habe einen Ragtime, bedeutet, den gibt es einmal in etwas schmäler noch. Genau. Es gibt noch, gerade für den Gravel-Bereich oder Rennradbereich, gibt es schmälere Gepäckträger. Und die sind auf jeden Fall einstellbar. Aber hier, der Breite hat jetzt direkt gepasst. Den muss man einfach nur einstellen, dann geht er auch. Das einfach hier drüber. Es gibt da 2 Winkel, den inneren Winkel und den äußeren Winkel. Und das lässt sich mit jedem System anpassen. So, 0% Finanzierung. Ja, wenn Sie Lust haben, das Fahrrad sehen, das ist ja jetzt nur eins von Hunderten, die der Nico Ockenfels und sein Team vorrätig hat. Nämlich einmal in St. Wendel, einmal in Riegelsberg. 2,399 oder sagenhafte 33,31 € im Monat. Bei 36 Monaten keine Finanzierungskosten. Wie machst du das? Ja, mit Unterstützung der Bank und natürlich auch mit Subventionen durch uns. Okay, das heißt, da ist der Rabatt schon so ein bisschen mit drin. Ja. Ja, kann man sagen, ja.
Ja, da ist es. Und Fachhandel bedeutet auch, ihr habt eine eigene Werkstatt, ihr könnt das servitieren, ihr macht das Ganze schon nicht erst seit gestern. Du selbst machst das wie lange Fahrräder? Seit über 25 Jahren. Du kannst sie noch sehen, die Fahrräder. Ja, kann ich noch sehen. So, wir drehen heute, was haben wir denn heute? Der Tag nach dem Vatertag am 31.05.2019. 0% gilt noch wie lange? Mindestens. Bis Ende Juni. Ja, bis Ende Juni und danach auch bitte auch nochmal anfragen. Das heißt, wenn Sie das nach dem Ende Juni sehen, ja, er hat immer günstige Finanzierung, muss man sagen. Also das ist gar kein Thema. Aber 0%, die gilt nur noch bis zum 30. Juni 2019. Vielen Dank, Nico. Wie ist die Saison gelaufen? Auf jeden Fall besser wie im vorletzten Jahr. Ja, eigentlich im Prinzip ähnlich zu sehen, nur mit dem Unterschied, dass das Wetter nicht so mitspielt wie im letzten Jahr. Sollen jetzt dieses Wochenende mal die 30 Grad Marke knacken. Ja. Das hatten wir letztes Jahr schon früher gehabt. Alles klar. Nico Ockenfels, die Öffnungszeiten, die sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis um 13 Uhr. Hier sind wir jetzt in St. Wendel an der Shell-Tankstelle. Und das Ganze gibt es aber noch mal in Riegelsberg neben dem Kaufland. Ja, vielen Dank, Nico. Tschüss.